Hi, ich heiße Semin. Ich bin Kommunistin. Ich bin in diversen linken Bewegungen organisiert. Ich schreibe auch ab und zu Artikel. Ich absolviere gerade mein Studium der Politikwissenschaft mit einem Fokus auf Gender und Black Studies. Ich arbeite auch in der politischen Bildungsarbeit, sprich ich gebe Workshops und halte Vorträge zu diversen Unterdrückungsverhältnissen. Das hat bei mir vor allem dadurch angefangen, ich glaube, solche Momente hatten wir vielleicht sogar nahezu alle in der Jugend, wo man so merkt, krass, irgendwie läuft das alles gar nicht so gerecht. Irgendwie werden wahnsinnig viele Menschen ständig ausgeschlossen. Und das kam vor allem bei mir durch die Auseinandersetzung mit den Biografien meiner Eltern, aber auch explizit durch die Migrationsgeschichte meines Vaters, weil der auch irgendwie in so Jugendjahren ziemlich oft zu mir gesagt hat, Semin, du musst immer besser sein als alle anderen, du musst immer die Beste sein. Ne? Und das hat natürlich zum einen so einen krassen Leistungsgedanken bei mir internalisiert, zum anderen mich aber auch schon sehr früh fragen lassen, warum ist das eigentlich so? Dass ich dann angefangen habe, mich zu engagieren, war vor allem rund um den Diskurs um die Geflüchtetenaufnahme 2015, wo ich so für mich erstmalig damals gemerkt habe, wie dieses System sich selbst in Krisen steuert, wie es ganze Kontinente ausbeutet, wie es Menschen zum Fliehen zwingt und wie dann auch noch mit diesen umgegangen wird. Das heißt, ich habe dann auch gemerkt, dass in so einem Kapitalismus die Ausbeutung immer mit inhärent ist. Sprich, in jedem Lohnarbeitsverhältnis müssen die ArbeiterInnen einen Mehrwert generieren, aus dem ein Profit abgeschöffelt werden kann, der ihnen schlussendlich vorenthalten wird. Und das macht jedes Lohnarbeitsverhältnis zur Ausbeutung. Und auch habe ich gemerkt, dass dieses System auf einen Rassismus angewiesen ist, insofern, als dass ohne so eine fortsetzende Kolonialisierung diese Art und Weise zu wirtschaften sich gar nicht halten würde. Und wir können entweder so weitermachen, dass unglaublich wenigen Menschen nahezu alles zusteht und den meisten quasi nicht. Oder wir können uns aktiv für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung stark machen. Ja. Kommunismus kommt jetzt erstmal einfach von dem lateinischen Begriff communis und bedeutet gemeinsam. Das heißt, es geht um eine Gesellschaftsformation, wo uns allen die gleichen Möglichkeiten und Rechte irgendwie zustehen. Es geht also um Gleichberechtigung. Und ganz zentral ist dabei vor allem die ökonomische Frage. Und da kann man jetzt vereinfacht sagen, wir können natürlich unsere Gesellschaft so organisieren, dass die Produktionsmittel unglaublich wenigen Personen gehören und sozusagen alle anderen Menschen in der Position sind, ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, um überleben zu können, um sich reproduzieren zu können. Oder wir können uns so organisieren, dass die Produktionsmittel allen Menschen zustehen. Und letzteres war doch für mich die deutlich menschlichere Variante. Das heißt, es ist eine Gesellschaftsordnung, die bedürfnisorientiert wirtschaftet und nicht profitorientiert. Es ist eine Gesellschaftsordnung, die sich der Konstruktion von Klassen entledigt und Menschenleben nicht mehr hierarchisiert und allen die gleichen Rechte und Möglichkeiten zuschreibt.
Das ist eine Gesellschaft, die sich auch solch strafender staatlicher Institutionen wie jetzt eine disziplinierende Polizei zum Beispiel entledigt und einfach eine Gesellschaftsordnung, die sich über, ich sag mal, Modi kollektiver Entscheidungsprozesse selbst regiert. Das heißt, im Endeffekt können wir von so einer Demokratisierung aller Lebensbereiche sprechen. Ich glaube einfach ganz stark, dass wenn wir es schaffen, die systemischen Umstände um uns herum dadurch menschlicher zu gestalten, dass wir es auch selbst schaffen können, wieder menschlich zu sein. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Der Satz war mir wichtig. In der Auseinandersetzung mit einem Kommunismus und dessen Geschichte ist es total wichtig, sich auch mit seinen Historitäten auseinanderzusetzen und auch davon abzugrenzen, gerade wenn es irgendwie um eine DDR geht oder um Stalin, was ja sehr schnell irgendwie auch als Beispiel kommt. Was da aber auch immer wichtig ist für mich zu betonen an der Stelle ist, dass nur weil sich Staaten als kommunistisch bezeichnet haben oder es aktuell noch tun, das lange nicht heißt, dass sie auch faktisch kommunistisch sind. Ne? Und gerade wenn wir dann in marxistische Theorie gucken, sehen wir ja, dass ein Kommunismus im Endeffekt auch einen Nationalstaat überwindet. So. Und sich zum Beispiel jetzt eine DDR oder auch die Sowjetunion ja maßgeblich auf einen Polizeistaat gestützt haben, damit das irgendwie funktioniert. Und insofern kann der Blick uns in die Theorie auch sehr schnell verraten, dass wir das eigentlich insofern nicht als kommunistisch zu bezeichnen haben. Was ja aber dennoch eine sehr wichtige Frage ist, würde ich mal sagen, ist, wie wir denn diesen Übergang von einem Sozialismus zum Kommunismus schaffen, weil es den einfach so noch nie gegeben hat. Und das ist ja auch eine Frage, wie wir irgendwie so die politische Freiheit aller mit der einzelnen Person irgendwie zusammen verfassen. Und das ist auch die Frage, die Marx und Engels aufgeworfen haben. Was die beiden ja erstmal geliefert haben, ist eine Analyse der Funktionslogik des Kapitalismus, ist eine Analyse einer Klassengesellschaft. So. Und aus der können wir heute natürlich noch wahnsinnig viel ziehen. Wir haben klar nicht mehr diese klassische Zweiklassengesellschaft, würde ich sagen, sondern leben irgendwie in einem Kapitalismus voll mit neoliberaler Ideologie. Sprich, irgendwie alle wollen jetzt selbst UnternehmerInnen werden, können mal in Anführungszeichen gesetzt an der Stelle. Und solche Unterdrückungsverhältnisse sind irgendwie viel perfider und subtiler inzwischen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr genauso schlimm seien. Im Gegenteil, die Schere von Arm und Reich geht global immer weiter auseinander. Das Leid, das ist irgendwie immer noch das Gleiche und dementsprechend können wir diese Logik auch immer noch anwenden und für uns fruchtbar machen. Gerade wenn es darum geht, wie der Kapitalismus eigentlich selbst seine Krisen erschafft und sich dadurch irgendwann selbst zerstört und uns damit auch mit, wenn wir es mit der Ausbeutung des Planeten so weitertreiben. Ne? Und das ist auch das, was wir ja aktuell sehen. Wir sehen eine wahnsinnige Massenarmut, wir sehen eine wahnsinnige Klimakrise. Das heißt natürlich, dass dieses Bestreben nach Alternativen immer noch genauso aktuell ist. Und das ist ja das, was ein Kommunismus macht. Es ist ein diametrales Gegenstück zum Kapitalismus und beschreibt einfach den historischen Prozess dessen,
wie wir den Kapitalismus überwinden können. Also Kommunismus ist auch immer zugleich Bewegung und hat dadurch an Aktualität nicht verloren. Ich glaube, gerade in unseren aktuellen Kämpfen ist das Konzept der Intersektionalität wahnsinnig wichtig, das sozusagen danach fragt, was passiert, wenn eigentlich mehrere Unterdrückungsverhältnisse gleichzeitig wirken. Also sich die Intersektion dessen anschaut. Was passiert also, wenn jemand Frau und schwarz ist? Das wird dann nicht einfach nur addiert, sondern wie sieht die dezidierte politische Realität einer schwarzen Frau gesellschaftlich aus? Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, insofern, als dass wir durch einen Fokus auf diese Verknüpfungen auch lernen können, eben alle in unsere Kämpfe mit einzubeziehen und allen Gehör zu schenken. Also Intersektionalität ohne einen Antikapitalismus verkommt zu liberaler Repräsentationspolitik, aber ein Antikapitalismus ohne Intersektionalität bleibt Klassenreduktionismus. Erstmal ist natürlich zu sagen, dass diese Theorietradition, die wir jetzt aufgemacht haben, natürlich auch aus sozialen Bewegungen kommen und dementsprechend auch dort primär gerade weiterleben. So, ne? Und das passiert sowohl im Großen als auch im Kleinen. Also wir haben zum Beispiel die Zapatistas in Mexiko, die schon so lange in anderen Strukturen, in selbstverwalteten Strukturen von irgendwie Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Ökonomie leben. Wir haben die Kämpfe in Rojava, wo irgendwie jeden Tag aufs Neue eine andere Gesellschaft verteidigt wird. Aber wir haben auch in klein, global gesehen, überall Transformative Justice Kreise, die sich versuchen, fernweg strafender staatlicher Institutionen selbst zu verwalten und einen anderen solidarischen Umgang miteinander aufzubauen. Das sind Proteste aus den USA, die sich für die Gleichwertigkeit jedes Lebens einsetzen. Das ist aber auch eine riesige Erstarkung der Arbeiterinnenbewegung in Indien. Und das sind die Kämpfe auch weiterhin in Rojava. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle einfach zu verstehen, ist, dass eine andere Welt möglich ist. Und wenn wir es schaffen, all diese Kräfte zu bündeln, was wir tun müssen, weil diese Welt sonst den Bach heruntergeht und uns im Sinne eines Internationalismus vereint, dann Halleluja, dann haben wir es geschafft.